Ich gehe schon davon aus, dass sie immer wieder auch mehr Druck machen werden, gerade in der Anfangsphase. Ich glaube schon, dass bei so Mannschaften wie PSG und Bayern am Ende natürlich ein Stück weit die Tagesform entscheidend ist. Das ist immer auf diesem Niveau ein entscheidender Faktor, aber auch dieses Gefüge, was eine Mannschaft hat. Und wenn wir eben die Lust rauben, dann wird es schon sehr viele Situationen geben, wo wir einfach in der Gemeinschaft, glaube ich, sehr, sehr stark sind, wo wir PSG auch in der Gemeinschaft wehtun können. Generell haben wir gemeinsames Frühstück. Da siehst du generell erstmal alle Spieler, alle Mitarbeiter und kannst schon ein bisschen so ein Gespür entwickeln, wie die Spieler drauf sind. Dann haben wir Standardbesprechungen im Normalfall. Dann ist je nach Destination haben wir ein Training irgendwo, wenn wir Platz haben, auswärts. Sonst ist zu Hause natürlich in der Ebene Aktivierung und die Jungs bewegen sich ein bisschen auf dem Platz. Haben wir keinen Platz, dann gibt es einen Spaziergang, dass die Jungs einmal ein bisschen zur Spannung kommen. Dann das Mittagessen. Und dann ist relativ lange Zeit, wo ich viele Gespräche führen kann. Und dann gibt es nochmal einen Snack und irgendwann nochmal eine Besprechung von mir. Die ist auch unterschiedlich, mal nur motivational, mal nochmal Wiederholungen von Szenen, mal nochmal Wiederholung des Matchplans. Das ist ganz unterschiedlich, nicht immer gleich. Und dann ist Abfahrt zum Stadion und dann hoffentlich ein gutes Spiel. Mit dem Headset verbunden, also nicht ich direkt, aber Xaver Zembot und Benji und klar, von oben hast du einfach oft einen klaren Blick. Ich bin natürlich sehr viel im Daily Business am Spielfeld dran, das ist tatsächlich eine Aktion, du hast nicht immer ganz so einen guten Blick für die gesamte Fläche, weil du einfach eine andere Perspektive hast und du bist natürlich sehr stark im Situationscoaching auch am Spielfeldrand und hast manchmal nicht immer die Zeit, kurz aufs große Ganze zu schauen und dann, klar gibt es am Anfang immer erstmal eine Überprüfung, ob die Grundordnungen so sind, wie wir sie vorbereitet haben, ob unsere Raumbesetzung so ist, wie wir es vorbereitet haben, das kann man von oben einfach besser sehen. Und dann am Ende funke ich schon immer wieder hoch, was ich für Szenen in der Halbzeit sehen will. Da geht es natürlich eigentlich nie um eine Fehlanalyse aus der ersten Halbzeit, sondern immer um, was machen wir in der zweiten besser. Mit Bildern aus der ersten ist es klar, aber es geht nicht darum zu besprechen, was wir alles schlecht gemacht haben, sondern das, was wir in der zweiten Halbzeit anders oder besser machen wollen oder genauso gut weitermachen wollen. Generell brauchen sie zumindest mal ein Tor, um auszugleichen. Ich gehe schon davon aus, dass sie immer wieder auch mehr Druck machen werden, gerade in der Anfangsphase, aber generell spielt PSG auch in der Liga häufig so, dass sie tiefer verteidigen und auf Konter spielen. Liegt auch ein bisschen daran, welches Personal dann tatsächlich fit ist und spielen kann, wie sie ihr Spiel anlegen. Sie haben im Hinspiel natürlich auch auf Kylian Mbappé verzichten müssen von Beginn an, das hat schon ihren Matchplan, glaube ich, ein bisschen beeinflusst. Dann als er reinkam, hat man schon gesehen, dass einfach dann auch ein bisschen eine andere Art und Weise des Fußballs auf dem Platz zu sehen war. Und demnach gehe ich schon davon aus, dass es deutlich offensiver wird als im Hinspiel. Ja, wir ich glaube, ein sehr gutes Mannschaftsgefüge haben, die sehr weit kommen wollen in der Champions League. Ich glaube schon, dass bei so Mannschaften wie PSG und Bayern am Ende natürlich ein Stück weit die Tagesform entscheidend ist. Das ist immer auf diesem Niveau ein entscheidender Faktor, aber auch dieses Gefüge, was eine Mannschaft hat. Und wenn wir eben die Lust rauben, dann wird es schon sehr viele Situationen geben, wo wir einfach in der Gemeinschaft, glaube ich, sehr, sehr stark sind, wo wir PSG auch in der Gemeinschaft wehtun können. Einzelspielermäßig ist sicherlich auf vielen Positionen das gleiche Niveau. PSG hat ein, zwei Topstars on top, genau das gleiche haben wir auch. Generell, glaube ich, ist dann an so einem Tag einfach Gefüge wichtig und eine Gemeinschaft und da hat unsere Mannschaft ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, füreinander da zu sein und ich glaube, dass die Jungs alles reinwerfen werden.